Wir haben das Produkt schon echt mit Chemie gequält, haben versucht, es runterzuwaschen. Jetzt gucken wir mal, wie das Dr. Wack A1 High-End Spray Wax im Alltag performt. 3 Fahrzeuge, Standzeittest. Los geht's. Wir wollen uns ja auch mal angucken, wie die alltäglichen Belastungen sich auf dieses Produkt auswirken, denn so ein Chemietest quasi oder so ein Chemieaufbau, Versuchsaufbau ist natürlich irgendwie simuliert. Wir lassen jetzt an 3 verschiedenen Fahrzeugen, die im Alltag bewegt werden, mal den Versuch laufen, wie lange es denn hält. Das erste Fahrzeug, was ihr gleich nach mir seht sozusagen, ist der Polo, bei dem wir schon mit der Chemie massiv darauf eingewirkt haben, das also berücksichtigen mit einer Laufleistung von um die 800 Kilometer. Dann kommen noch 2 andere Autos, dazu sage ich aber dann jeweils was und dann wollen wir uns mal anschauen, wie lange oder über welchen Zeitraum das Produkt wie performt. Ein Hinweis bitte hier noch an der Stelle, guckt auf jeden Fall mal auf dem Kanal von Detailing School, da gibt es ein Video von dem Andreas, wo ein Phänomen beim Dr. Wack A1 High-End Spray Wax gezeigt wird. Einfach mal auf den Kanal gehen, findet ihr das Video unter High-End Spray Wax. Zieht euch das mal rein, dann brauche ich jetzt nicht alles erklären. Aber bevor es nochmal losgeht, bin ich hier nochmal. Ich habe nämlich eine Sache vergessen. Jetzt ist ja das letzte Video zum Produkt und das heißt Auflösung des Gewinnspiels. Das letzte Lösungswort lautet Black. Also bitte das komplette Lösungswort, Lösungssatz, wie auch immer, hier in die Kommentare schreiben. Alle weiteren Daten findet ihr unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr diese Tasche voll gefüllt, wie im ersten Video gezeigt, gewinnen. Und wer gar keine Ahnung hat, wovon ich hier rede, zieht euch auf jeden Fall auch nochmal die letzten Videos zum Spray Wax auf unserem Kanal rein. Auto Nummer 2 für unseren Standzeittest oder ja, Standzeit-Update, so rum. Dieser Audi, Grund, wir haben ja schon im Polo einen VW-Lack, da sind nur einige Teile nachlackiert und das Teil ist fast komplett nachlackiert. Ich möchte einfach in dem Video möglichst 3 verschiedene Lackarten darstellen, um auch einfach die verschiedenen Sachen zu überprüfen, ob wir Standzeitunterschiede haben, wie lange es hält. Und hier, wie gesagt, haben wir einen Audi-Lack, aber fast komplett nachlackiert, auch in verschiedenen Perioden, sodass wir unterschiedlichste Lacke haben. Wir haben den Wagen jetzt nur intensiv gewaschen mit Wash Plus, um sicherzustellen, dass nichts drauf ist. Zeigen wir euch hier ein paar Bilder vom Abspülen, wo man sieht, es ist eine einzige Wasserlache. Ich habe das halbe Auto entfettet, um auch mal zu gucken, ob das einen Unterschied macht. Und jetzt geht Spray Wax drauf. Ich nehme für den Auftrag hier den Applikator, einfach weil es ein bisschen handlicher ist, poliere dann mit dem Tuch nach, lasst das eine Stunde mindestens drin stehen, wenn es besonders kalt ist, also Richtung 0 Grad, lasst es auch gerne 2 Stunden stehen, weil es ein synthetisches Produkt ist, braucht einfach eine Weile, bis es sich wirklich vernetzt hat oder abreagiert hat. Deswegen, wir machen jetzt hier mal Spray Wax drauf und dann schauen wir mal, wie lange es auf dem Lack hält. Also ich merke jetzt keinen Unterschied beim Auftrag und Abtrag auf entfetteten und unentfetteten Bereichen. So merkt man schon mal nichts. Und in diesem Video kann ich jetzt auch noch mal sagen, der Auftrag oder das Aufbringen ist noch mal leichter geworden. Also die letzte Version letztes Jahr war ja schon relativ leicht. Da musste man nur zeitlich ein bisschen aufpassen. Wirklich nur ein halbes, maximal ein ganzes Bauteil, bevor man abpoliert. Das ist jetzt wirklich komplett unkompliziert. Ich habe am Kotflügel die Tür eingeschmiert, dann das Dach, alles abpoliert. Ohne Probleme. Man merkt auch wirklich beim Abtragen schon, wie glatt der Lack dann wird. Und hat auch so ein, neben dem, was man sieht, also nicht nur optisches Feedback, sondern auch ein haptisches Feedback, ob man alles runter hat. Und es ist wirklich gar kein Druck nötig. Also ich gehe wirklich ganz entspannt mit dem Tuch hier einmal drüber und merke sofort, hier ist alles glatt. Das heißt, hier habe ich alles abgetragen. Gefällt mir gut. Auto ist jetzt fertig. Wie gesagt, nach dem Auftrag immer mindestens 1 Stunde warten, bevor es nass werden dürfte, könnte, sollte. Stand jetzt hier eine halbe Stunde drin. Draußen scheint knallend die Sonne. Das Fahrzeug fährt jetzt eh nicht. Ich habe gerade den Kilometerstand genullt. Und jetzt werden wir mal sehen, wie das auf diesem Lack performt. Einer kommt noch, den seht ihr jetzt danach und dann ganz am Ende die erste Wäsche nach
Mal gucken, wie viele Kilometer. Ich habe das Produkt jetzt überall aufgetragen und fast überall abgetragen. Ich habe es einfach mal hier auf dem Kotflügel vorne stehen lassen, weil ich gucken will, was passiert. Verschwinden die Schlieren, zieht es von alleine ab oder was passiert? Wird es fleckiger? Im Moment, ehrlich gesagt, sehe ich tatsächlich wenig Schlieren. Wie gesagt, wir lassen das jetzt einfach mal draufstehen für die gesamte Laufleistung und sehen uns dann bei der ersten Wäsche an, was hier mit diesem Kotflügel passiert ist. Jugend forscht, wir wollen hier alles mal ausprobieren. Jetzt sind wir aber fertig und gehen rüber. Ja, falsch gedacht. Ich habe versprochen, dass jetzt die Waschbilder vom Audi nach 1500 Kilometern, nach 800 Kilometern kommen. Haben wir auch gedreht, hat auch gut funktioniert, aber die Aufnahmen sind leider weg. Deswegen müssen wir es jetzt einige Zeit später wiederholen. Das Auto ist seitdem einfach nur gefahren, wurde selbst vom Besitzer gewaschen und hat jetzt 7000 Kilometer mit dem Dr. Wach Spraywax drauf. Und wir wollen uns jetzt einfach mal angucken, ob das Produkt jetzt hier noch performt. Wie gesagt, dann werden wir dazu nochmal ein Feedback geben und dann am Ende nochmal ein abschließendes Feedback. Mit den 800 Kilometern könnt ihr mir einfach glauben, dass es gut performt hat. Aber vielleicht erübrigt sich ja die Frage, ob es gut performt hat, wenn es jetzt noch gut performt. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Wäsche und sehen uns dann wieder. Mein ausführliches Fazit habt ihr ja schon gehört, aber auch gerade jetzt hier nach über 7000 Kilometern. Ich meine, das ist für den einen oder anderen fast eine Fahrleistung von einem Jahr oder zumindest einem halben Jahr. Das ist immer noch deutlich sichtbar ist, dass da eine Versiegelung drauf ist, finde ich wirklich beeindruckend. Natürlich hat es an Performance eingebüßt, aber wie gesagt, wir haben gerade auch seit 2 Monaten massiven Blütenpollenstaub oder eine massive Blütenpollenbelastung. Die ganzen liegenden Flächen sind auch alle so leicht picklig an der Oberfläche. Das heißt, da ist auch die Oberfläche verklebt und deswegen oder gerade deswegen finde ich es relativ beeindruckend, dass so ein einfach anzuwendendes Produkt trotzdem so lange durchhält. Wie gesagt, mein gesamtes Fazit zu den 3 Fahrzeugen gebe ich euch in einer separaten Moderation. Das war jetzt hier nochmal ausgekoppelt aufgrund der verloren gegangenen Ausnahmen. Wie gesagt, ihr dürft mir gerne glauben, nach 800 Kilometern hat das geperlt wie am ersten Tag, war wirklich eine hervorragende Performance. Wer es nicht glaubt, ist wahrscheinlich eh falsch hier auf diesem Kanal. Von daher danke ich euch fürs Zuschauen, übergebe jetzt nochmal an meine andere Moderation mit dem gesamten Fazit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein! Fazit zu unserem diesmal doch recht umfangreichen Belastungstest des Dr. Wach A1 High-End Spraywax. Wir haben verschiedene Dinge gesehen. Wir haben beim Chemiebelastungstest gesehen, dass das Spraywax doch für so eine Sprühversiegelung und gerade für die Einfachheit der Anwendung sehr gut abgeschnitten hat. Bei dem schwarzen Polo, den wir gewaschen haben, da hatten wir insgesamt 1800 Kilometer ungewaschenen Zustand und die Performance war wirklich gut. Also gerade für so eine Versiegelung bei 1800 Kilometern, je nach Fahrleistung, hat man da 2-3 Monate Standzeit. Und wie gesagt, das Fahrzeug wurde zwischendurch nicht gewaschen, ist, finde ich, für diese Fahrleistung und die Wetterverhältnisse, die wir hatten, also viel Salz, Dreck, Winterschmutz im Endeffekt, schon gut. Dann hatten wir den roten Audi, gute 800 Kilometer, ebenfalls ohne Wäsche, auch eine gute Performance, auch Top-Produkt, hat ähnliche Fahrleistung, viel Langstrecke bei dem Fahrzeug, hat super funktioniert. Bei diesem Renault gute 400 Kilometer, viel Standzeit draußen, auch unter Bäumen, unterm Carport, viel Autobahnfahrt und dadurch auch viel Bremsstopp an den Seiten, hat mich die Performance nicht gänzlich überzeugt. Die Haube sieht wirklich noch gut aus, Beading und Sheeting, nachdem wir es wirklich nochmal mit Hochdruck frei gewaschen haben, einfach weil durchs Reinigen oder durch die Wäsche selber ja auch Tenside auf dem Lack sind, hat die Haube gut funktioniert. Beim Dach hat aus irgendeinem Grund die halbe Seite nicht mehr gut funktioniert und die Türen unterhalb waren auch praktisch tot, würde ich nicht sagen, aber schon sehr, sehr schwach in der Performance. Also hier hätten wir nach 400 Kilometer die Versiegelung auffrischen müssen. Am Ende muss sich jeder selbst überlegen, was er von so einer Versiegelung erwartet. Ich meine, das Produkt hat eine enorme Glätte, einen extremen Glanz und am Anfang wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Performance bei einer einfachen Anwendung. Ich habe immer wieder gehört, dass es
zu Schlierenbildung bei Zuschauern von uns kam, das kann ich hier wirklich nicht beobachten. Wir haben das Produkt schon 2 Flaschen mittlerweile angewendet auf diversen Lacken und hatten wirklich ungelogen nicht einmal Probleme mit Schlieren. Also am Ende muss man sich vielleicht in dem Bereich auch mal bei seiner eigenen Anwendung hinterfragen. Es gibt Produkte, die können in der Performance mehr, es gibt Produkte, die sind noch leichter anzuwenden, aber ich finde, hier ist der Fokus auf die erste Performance, auf eine enorme Lackglätte und auf einen enormen Glanz gelegt. Die Langzeithaltbarkeit war bei uns bei 2 von 3 Autos sehr gut. Bei einem Auto würde ich es als, naja, mittelmäßig beschreiben. Also hier hätte man wirklich jetzt das Spraywax nochmal nachlegen wollen für eine optimale Performance. Wem also Glanz und Glätte ganz, ganz wichtig ist, der ist mit dem Spraywax auf jeden Fall bedient. Wer eine Sprühversiegelung sucht, die möglichst lange hält, sollte ein anderes Produkt auf dem Markt wählen und dafür hier wieder Kompromisse eingehen. Es gibt halt immer dieses Riesenproblem, das gilt auch für Keramikversiegelung. Glätte und Standzeit ist immer ein großes Problem. Da muss man sich meistens entscheiden, gerade wenn man sich so Produkte wie als Benchmark so ein bisschen ADBS Spraywax anguckt. Es ist auch glatt, aber lange nicht so glatt wie das High-End Spraywax von Dr. Wack. Also hier muss am Ende jeder seine eigene Entscheidung treffen, ob er das Produkt gerne haben möchte oder nicht. Je nachdem, wie oft er nachpflegen möchte und was er sich davon verspricht. Am Ende eine Lack-Langzeitversiegelung ist es nicht, will es auch gar nicht sein, soll es auch nicht sein. Monatelanger Schutz, wie Dr. Wack auf der Packung schreibt, definiert halt jeder wirklich ein bisschen anders. Bei dem hier wäre es bei einer durchschnittlichen Fahrleistung nicht mal 1 Monat gewesen, bei dem anderen wären es 2 bis 3 Monate gewesen. Und auch hier mein letztes Fazit und auch wirklich der Appell, Leute, ganz ehrlich, jeder Lack reagiert unterschiedlich. Man kann nicht sagen, diese Versiegelung ist die beste, weil die funktioniert vielleicht auf Lack A super, auf Lack B funktioniert eine andere wieder gut. Also deswegen haben wir extra 3 unterschiedliche Hersteller, 3 unterschiedliche Lackhärten und auch 3 unterschiedliche Baujahre bei den Fahrzeugen gewählt, um das mal zu verdeutlichen. Ich hoffe, unser kleiner Standzeit-Test, will ich es jetzt mal nennen, war umfangreich für euch. Ihr wisst jetzt, ob das Spraywax für euch ein Produkt ist oder eben nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Denkt auch nochmal ans Gewinnspiel. Und wer da nicht weiß, worum es geht, einfach nochmal das erste Video gucken und mitmachen und gewinnen. Alle weiteren Infos zur Auslosung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, haut rein.